Ja, ich bin gerade draußen unterwegs und ich glaube, ich habe mal Lust auf so ein Quatschvideo, wo wir einfach mal von einem fiktiven Szenario ausgehen, dass wirklich mal irgendwas passiert und einfach mal, wie heißt das so schön, Real Talk, darüber quatschen, was dann wirklich los ist und was die Menschheit wirklich dann tut und einfach mal vor Augen zu führen, dass kannst du nix und hast du nix, verreckst du halt. Ja, ich glaube, ich werde da mal was in die Richtung machen. Wird ein bisschen Gequatsche, wird ein bisschen langweilig für die Leute, die glauben, ich schlafe ein beim Reden und so. Und ja, das ist halt nichts für ADHS-Kinder, eher was für Realisten, die das Thema wirklich interessiert, aber klingt eigentlich ganz gut. An der Stelle erstmal eine kleine Triggerwarnung, wie das heutzutage so heißt. Ich werde euch jetzt voll quatschen. Und zwar mit fiktiven Szenarien, mit realistischen Dingen, die meiner Meinung nach wichtig sind für den Gedanken hinter Prepping, hinter Survival und so weiter. Kategorisiert mich nicht irgendwie komisch schräg politisch ein oder was weiß ich was. Geht an dieses Video einfach mal mit ein bisschen offenem Denken für das ganze Thema ran. Nachdenken, bevor ihr irgendeine Scheiße darunter schreibt. Guckt's bis zum Ende, denn nur dann könnt ihr wirklich verstehen, über was wir hier überhaupt, was Survival und Prepping angeht, reden. Und ihr habt im letzten Video drunter geschrieben, ich soll das thematisieren. Gut, dazu gehört genau dieses Denken. Also auf Neudeutsch Open Mind. Macht was draus, und zwar was Sinnvolles. Ich hoffe wirklich, dass ich nicht irgendwie nachher irgendein Bullshit hier drunter lese, von wegen rechts, keine Ahnung. Einfach mal das Gehirn anmachen und verstehen, dass das, was ich euch sage, ein bisschen weiter geht als, ja, wir haben ja Frieden. Denn wenn die Kacke mal am Dampfen ist, habt ihr überhaupt keine Zeit für diesen Bullshit, den manche hier verzapfen und manche hier kommentieren und keine Ahnung. Aber ich bitte euch, zum Thema Kommentieren, diskutiert doch einfach mal da unten bei den Kommentaren in dem Video vorkommende Dinge und eure Meinung dazu und diskutiert einfach mal, was da überhaupt eurer Meinung nach Sinn macht. Ja, an Vorbereitungen, an Themen, die man selbst angehen sollte und so weiter und so weiter. Und zum Thema offenes Gequatsche, unzensiert. Wer so nicht denken kann und vielleicht auch nicht handeln will und solche Sachen überhaupt nicht hören will und ja, der stirbt halt. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, viel Spaß beim Video. Moin und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute mal besonders ruhig, um den Leuten auf den Sack zu gehen, die glauben, man muss das hier alles hektisch machen und Opium fürs Volk liefern. Ihr könnt euch jetzt schon verdünnisieren. Ihr werdet hier nicht glücklich werden. Um was soll es heute gehen? Ja, ganz einfach um die blanke Wahrheit. Ihr habt unter dem letzten Video geschrieben, mehr Survival, mehr Prepper-Content. Und dazu will ich einfach mal ein paar Gedanken loswerden, denn die ganze Thematik fängt nicht an mit, ich hau hier irgendwo eine Plane ganz hektisch hin und zeige, wie ich im Wald schlafe und zeige dann hier Fallenbau, da, keine Ahnung, wo dann die Leute schreiben, ja, warum hast du das nicht am See? Hier Gesetze, alles ein bisschen schwierig. Aber ich bin der Meinung, dieses ganze Thema fängt hier oben an. Im Kopf an, bei Nachdenken an. Und
da endet es bei vielen leider auch schon. Wie gesagt, heute ein bisschen Real Talk. Es wird zum Teil auch mal hier und da ein bisschen politisch. Ihr habt bis jetzt vielleicht schon mitgekriegt, ich habe, was Politik angeht, eine recht, ich sag mal, neutrale Meinung. Ich versuche zumindest neutral zu bleiben. Ich bin eher für Denken als für Politik. Denn wenn ich mich jetzt momentan so umgucke, ist da nicht viel wählbar. Egal, ob das jetzt irgendeine Richtung ist. Ich halte sowieso nichts von Richtungswählern. Ob rechts, links, was auch immer, irgendwelche extremen Richtungen sind meiner Meinung nach was einem das normale Denken immer ein bisschen erschwert und einen eingrenzt. Ich benutze mein Hirn ganz gerne und lasse mich nicht eingrenzen. Und Viehzeug. Ja, dazu brauchen wir irgendein fiktives Szenario. Was auch immer, ob das jetzt momentan sind ja alle so ein bisschen panisch, es könnte Krieg kommen und was weiß ich. Ob das jetzt sowas ist oder einfach nur ein Stromausfall, das könnt ihr euch selber ausdenken. Das kann unter Umständen unter der Bevölkerung zum selben Ergebnis führen. Nämlich zu Panik und was machen wir jetzt? Und ich bin nicht vorbereitet und abhauen, aber wie? Genau das sind diese Themen, wo ich gebeten wurde, dass ich da ein bisschen reingehe und das ist so ein bisschen themenübergreifend. Das ist eigentlich ein Mischmasch aus sogenanntem Prepping, wo man ja ganz schnell wieder in eine Richtung gedrängt wird, was absoluter Schwachsinn ist. Natürlich gibt es da eine Menge Vollidioten, die sich für solche Sachen interessieren, aber da komme ich nachher nochmal drauf. Oder ob das diese ganze Outdoor- und Survival-Geschichte ist, die für den einen oder anderen definitiv eine Form ist, um irgendwo wegzukommen, um sich aus Gefahrenbereichen rauszubewegen und einfach da, wo keine Menschen sind, irgendwie klarzukommen. Das ist alles nicht so einfach, deswegen irgendwie klarkommen. Selbst die Leute, die sagen, sie kommen klar und wissen, was weiß ich was alles, ob das jetzt Kanäle wie, weiß ich nicht, ein Fritz Meinecke, der ja nicht speziell auf die Richtung geht, oder ein Survival Deutschland, der ja im Namen schon Survival drin hat, der auch militärische Vorbildung hat. Natürlich kommen diese Menschen besser klar als Unvorbereitete, das ist so, aber auch die werden in solchen Situationen Probleme haben und an Grenzen stoßen und immer wieder improvisieren müssen, nachdenken müssen, und das ist ein ganz großer Teil dessen, worauf ihr euch eigentlich vorbereiten müsst, nämlich ein anderes Denken. Viele von euch wissen, es gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz, die haben auch mal so ein lustiges Heftchen rausgebracht, wo dann drin steht, ihr sollt Sachen bevorraten und was weiß ich. Manche tun das als Panikmache ab oder belächeln das nur. Das kann man halten, wie man will, aber das Problem ist, wenn ihr eine Situation habt, wo es da draußen eben nichts mehr zu fressen gibt, dann seid ihr froh, wenn ihr auf den Kram gehört habt. Da will ich einfach mal ein bisschen für sensibilisieren, dass das ganze Thema nicht umsonst an die Bevölkerung herangetragen wird. Ihr könnt euch übrigens dieses Heftchen umsonst nach Hause kommen lassen, wenn ihr bei denen auf die Homepage geht. Kann man sich das zuschicken lassen, wer das Ding noch nicht kennt und sich da einfach mal ein bisschen informieren will und da reingucken will. Ja, wie kommt so eine Situation überhaupt zustande? Gehen wir jetzt einfach mal vom einfachsten Fall aus. Der Strom fällt aus. Der Mensch neigt dazu, immer zu versuchen, den Urzustand wiederherzustellen. Das heißt, ihr alle werdet erstmal zu eurem Sicherungskasten laufen und gucken, ob der Schutzschalter der FI rausgeflogen ist, ob eine Sicherung rausgeflogen ist, was stimmt hier nicht. Gut, alles drin, Strom ist trotzdem nicht da. Das nächste, was geguckt wird, haben die Nachbarn Strom? Ist auf der Straße noch irgendwas hell? Ist nicht der Fall.
Ja, was passiert? Die Menschen werden auf einmal ganz sozial und gehen alle vor die Haustür und gehen spazieren, weil ja, man kann sich ja sonst nicht mehr belustigen zum Thema Opium fürs Volk und lustige Videos gucken, wo irgendwelche Menschen sich einen Tee im Wald kochen. Geht alles nicht mehr. Gut, wenn man dann seinen Spaziergang irgendwann mal beendet hat und ja, vielleicht noch auf die Idee gekommen ist, mal, dass man in irgendeinem Schrank noch ein Kartenspiel liegen hat und mit seiner Familie Karten spielen könnte oder Brettspiele auf einmal nach Jahrzehnten wieder interessant werden, ist dann irgendwann der Tag mal rum, man konnte nichts kochen, überlebt es trotzdem und hat noch irgendwie mal ein Sixpack Wasser in der Ecke stehen, alles gut. Dann wacht ihr morgens auf und habt immer noch keinen Strom. Und bei manchen wird es hier schon eng. Denn in manchen Gegenden ist es so, das Wasser fließt bergunter. Ihr habt nur Wasser, wenn das Zeug einer hochpumpt. Mit was funktionieren Pumpen? Strom. Also kommt auch kein Trinkwasser mehr aus der Wand. Das ist ja ein großer Bonus, den wir bei uns in der Gegend haben, in Deutschland haben. Ein hochtechnologisiertes, modernes Land, was für alles eine technische Lösung hat, die aber dann auch nicht mehr funktioniert. Ja, wo kriegt ihr jetzt Wasser her? Man kann sich jetzt mit Nachbarn irgendwie zusammentun und ja, aus Flüssen trinken rate ich von ab, weil das Nebenprodukt der Zivilisation ist eine Menge Müll. Das Zeug, was ihr ins Klo kippt, das landet auch irgendwann mal im Bach, weil Klärwerke funktionieren halt auch nicht ohne Strom. Also sind die Bäche als Trinkwasserquelle schon mal passé, beziehungsweise zumindest Flüsse. Und im städtischen Bereich, ja, was wollt ihr machen? Aus dem Brunnen saufen, wo irgendein Penner die Nacht noch reingepisst hat, ist jetzt nicht unbedingt eine Lösung. Ja, gut. Dinge, die das sonst betrifft, ihr wollt wegfahren. Huch, euer Tank ist fast leer, ihr kommt nicht weit, fahrt zur Tankstelle. Tankstelle funktioniert auch nicht, weil Strom. Frustriert fahrt ihr nach Hause und stellt dann irgendwie nebenher in einem Gedanken fest, euer Kühlschrank funktioniert nicht, eure Gefriertruhe funktioniert nicht, euer ganzer Essensvorrat, den man für üblich irgendwie jeden zweiten, dritten Tag aus dem Regal kaufen kann und da reinstopfen kann, funktioniert nicht. Also fahrt ihr dann zu irgendeiner Lebensmittelkette, zu irgendeinem Laden und wollt einkaufen und Scheiße, ist zu. Und warum? Die Kassen funktionieren auch nicht ohne Strom und wir sind ja nicht mehr dazu in der Lage, mit einem Stift und einem Zettel irgendwie was abzurechnen. Funktioniert alles nicht mehr. Bargeld kommt ja auch nicht dran, weil ja, Bankautomat funktioniert auch nicht. Denn die Banken haben mittlerweile auch kein Bargeld mehr rumliegen. Das steckt irgendwo in diesen doofen Automaten, wo ihr euer Geld herkriegt. Da kommen wir dann zu dem Thema Tauschen, was in Maßen funktioniert. Wenn man noch irgendwelche Tauschwaren zu Hause hat, kann man Dinge tauschen mit irgendwelchen Nachbarn und so weiter. Aber das ist auch irgendwann rum, denn ihr stellt dann fest, an Tag 3 ist jetzt immer noch kein Strom da, an Tag 4 es ist immer noch kein Strom da. Aber an Tag 3 ändert sich eine Sache, nämlich da kommt diese Bevölkerungsschutzgeschichte dazu. In Krisensituationen werden an Tag 3, so habe ich das mal irgendwo vernommen, Geschäfte einfach aufgeschlossen und ihr könnt euch da drin bedienen, um nicht zu verhungern. Könnt ihr euch das Chaos vorstellen? Könnt ihr euch das Chaos vorstellen? Ihr habt Corona mitgemacht, ihr wusstet, die Leute haben sich um Klopapier geprügelt, wobei Klopapier überhaupt nicht wichtig ist. Man kann sich den Arsch auch abwaschen. Was wollt ihr mit so viel Klopapier, habe ich mich damals gefragt. Nudeln wurden eingekauft, auf einmal ganz panisch, weil man war ja vorher nicht in der Lage, sich einen Notvorrat anzuschaffen. Die Frage ist, mit was kocht ihr eure Nudeln? Euer doofer Herd funktioniert auch nicht. Zum Feuer machen sind viele einfach nicht in der Lage. Ihr habt kein Holz. Ihr könnt eure Möbel verbrennen, aber die sind auch irgendwann weg. Geschweige denn,
dass irgendjemand noch weiß oder die Sachen dafür hat, um über dem Feuer zu kochen. Ja, das Ganze endet in Panik. Und panische Menschen sind gefährlich, denn sie tun einfach nur das, was ihnen gerade in den Kopf kommt. Sie laufen, man hat das in verschiedenen Situationen festgestellt, wie zum Beispiel, sagen wir mal, diese Love Parade-Geschichte vor ein paar Jahren, wo sich Menschen gegenseitig an den Absperrungen zerdrückt haben und andere umgebracht haben, um da wegzukommen. Das ist Panik. Der Mensch weiß dann nicht mehr, was er tut, er funktioniert nicht mehr, weil er, ja, ich sag mal, Nötiges nicht verinnerlicht hat, weil da kein Automatismus mehr hintersteckt, der Sinn ergibt. Es ist einfach nur Panik, jeder rettet sich selbst und alle anderen sind scheißegal. Und das sind Sachen, die auch bei vielen anderen Sachen passieren werden. Wenn ihr da draußen jetzt vorbereitet seid auf so eine Situation, müsst ihr euch klar sein, es gibt Leute da draußen, die bereiten sich nicht darauf vor, in ihrer Wohnung irgendwie 3 Wochen klarzukommen, sondern die bereiten sich darauf vor, euch da Zeug zu klauen und so klarzukommen. Da sind wir dann auch ganz schnell beim Thema Waffengesetz. Momentan ist ja diese Waffengesetzänderung mit Messerführungsverbot bis 6 cm oder sowas im Umlauf. Ihr müsst euch aber klar sein, das interessiert dann keinen mehr. Es interessiert einfach nicht mehr. Straftaten werden begangen mit egal was gerade zur Verfügung steht. Und das sind auch Messer über 6 cm und das sind vielleicht illegale Waffen, Schusswaffen, die eure Nachbarschaft hat, die euch überhaupt nicht bekannt sind. Ehemalige NVA-Waffen, irgendwelche Sachen, die mal irgendwo verschwunden sind. Alles Mögliche, was da draußen irgendwie zu haben ist, wird dann benutzt. Ob das verboten ist oder nicht, ist scheißegal. Darüber müsst ihr euch Gedanken machen. Das heißt natürlich auch Notstand. In dem Fall sind ganz viele Sachen auf einmal erlaubt, die vorher verboten waren. Es wird euch keiner irgendwie versuchen zu bestrafen, wenn ihr am Verhungern seid und seid eventuell hier draußen. Ihr habt es aus dem Chaos der Menschheit geschafft zu entkommen, unseren Städten, denn da wollte ich in so einer Situation beim besten Willen nicht sein, eben weil die sich alle in den Kopf einschlagen wegen einem Stück Wurst und einer Flasche Wasser. Ihr habt es geschafft, hier rauszukommen und erstens wird das kaum einer mitkriegen und zweitens wird euch keiner den Kopf abreißen, wenn ihr hier anfangt, euch von Dingen zu ernähren, die hier so rumlaufen und rumstehen. Das deckt so eine Notstandsparagraph ab. Das ist natürlich auch wieder Auslegungssache des Einzelnen, denn die Jäger werden natürlich auch hier draußen rumlaufen und werden versuchen, sich davon zu ernähren und irgendwie klarzukommen. Übrigens, sorry wegen dem Ton, es ist ein bisschen windig hier. So, alles in allem ist das halt alles ein bisschen scheiße, was dann passiert. Da müsst ihr euch drüber im Klaren sein und bei diesen Gedanken fängt das ganze Thema Survival und Prepping eigentlich an. Denn das sind alles Sachen, auf die ihr nicht vorbereitet seid, weil ihr darüber nicht nachdenkt. Oder viele von euch zumindest. Zum Thema Real Talk. Glaubt ihr, die ihr nicht vorbereitet seid und das hier vielleicht seht und diese Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz, die durchaus sich versuchen, Gedanken zu machen in einem bestimmten Rahmen, der heutzutage möglich ist, weil keiner mehr nachdenkt und weil wir das alles nicht mehr gewohnt sind. Wir kennen keine Krisen mehr. Zumindest nicht in unserer Generation. Wie gesagt, Wasser kommt aus der Wand, Essen wächst im Regal. Glaubt ihr da draußen, die Regierung oder die Sicherheitskräfte oder so können euch in der Situation das Leben retten oder euch beschützen? Da kommen wir noch mal kurz auf diese Messerthematik zum Sprechen.
Und zwar ist ja, ich sag mal, der ursprüngliche Auslöser der ganzen Geschichte der Polizist gewesen, der da ich glaube in Mannheim erstochen wurde von afghanischen Flüchtlingen. Glaubt ihr, dass irgendwelche Behörden, irgendwelche Leute, irgendwelche Sicherheitskräfte da draußen euch vor marodierenden Menschen, die verhungern, wenn sie es nicht machen, schützen kann, wenn sie nicht mal sich selbst schützen können? Und wo dann eben nicht auf Gesetze gehört wurde, denn die Sache ist in der Waffenverbotszone passiert. Deswegen halte ich auch diese Messerthematik mit den neuen Gesetzen und so weiter ein Stück weit für Blödsinn, denn das, was da passiert ist, ist sowieso mit was ausgeführt worden, was dort sowieso verboten ist. Ihr dürft da sowas nicht mit euch führen. Ihr dürft in Messerverbotszonen oder Waffenverbotszonen dürft ihr nicht mal ein Pfefferspray mit euch führen. Da ist auch das kleine Taschenmesser verboten. Wir reden jetzt von absolut realistischen Dingen, denn das ist passiert. Und ja, alle wie wir hier sind, wissen wir nicht, was Hunger ist. Wir wissen nicht, was wirklicher Hunger ist. Und wenn ihr wirklichen Hunger habt und Angst um euer Leben habt, dann macht ihr alles. Ihr macht alles. Ihr geht über Leichen, auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt, aber das sind Dinge, die dann passieren aus der Panik heraus, um eure eigene Familie, um euch selbst irgendwie am Leben zu erhalten. Und das muss man einfach so sagen und man muss das begreifen, dass das Dinge sind, die kaum einer erwähnt, aber die realistisch sind. Es wird jeder, der nur irgendetwas zu Hause hat, und wenn es nur ein Küchenmesser ist oder manche Leute eine Armbrust oder was auch immer, dieses Zeug wird eingesetzt werden, um sich zu schützen, um sich zu ernähren, um andere davon abzuhalten, einem irgendwas wegzunehmen oder wegzuessen oder was auch immer. Panische Menschen sind gefährlich und ich bin bis heute noch der Meinung, dass eigentlich der Mensch auch hier draußen die größte Gefahr ist, der wir uns zu stellen haben. Denn die ganzen Tiere sind eigentlich im Verhalten viel, viel berechenbarer als der Mensch. Denn nur der Mensch ist in der Lage, euch strack ins Gesicht zu lügen und trotzdem das Gegenteil zu tun. Tiere zeigen, was sie denken. Wenn sich ein Hund beißt, weißt du, okay, der kann mich nicht leiden. Das machen Menschen anders, die sind hinterlistig. Und auch ihr werdet hinterlistig, wenn es um euer Leben geht. Einfach mal einen Moment drüber nachdenken. Was passiert, wenn ihr kurz vorm Verdursten seid oder vorm Verhungern seid? Wer vielleicht schon mal irgendeine Krankheit hatte, irgendeinen Unfall hatte. Ich hatte mal eine Rippenfellentzündung, konnte nicht mehr einatmen und habe Panik gekriegt, weil ich Angst hatte zu ersticken. Und in dem Moment denkst du nicht mehr nach. Das ist einfach Handlung, was dann abläuft. Und ihr seid andere Menschen, als ihr es jetzt seid. Das Einzige, was ihr dagegen tun könnt, ist Wissen, ist Ausbildung. Ausbildung rede ich jetzt nicht im militärischen Sinne, sondern einfach Wissen, was ihr euch aneignen könnt, was ihr selber probieren müsst. Ihr eignet euch das nicht an, indem ihr hier Videos guckt und dann mal gehört habt, ey, das geht. Nein, es sind Dinge, die ihr euch hier anguckt, die ihr ausprobieren müsst. Ihr müsst das ausprobieren, ihr müsst das lernen, damit es funktioniert, wenn ihr es braucht. Bis zu dem Punkt, wo ihr es braucht, ist das ein Hobby, was Spaß macht. Und nur diejenigen, die die ganze Sache ernsthaft irgendwie mal in Betracht gezogen haben, sich da ein bisschen, wenn es aus Spaß war, selber zu schulen, selber Dinge zu machen, selber Fallen nachzubauen, die ich auch schon gezeigt habe. Und
versuchen, das Ganze zu verstehen, wie das funktioniert oder Verbesserungen daran zu machen und so weiter. Nur diejenigen haben eine höhere Überlebenschance, wenn sie wegkommen vom Menschen und lernen, hier draußen irgendwie klarzukommen und sich auch hier vor Menschen zu schützen. Denn die Dinge, die wir brauchen, wie zum Beispiel Wasser, sind immer die Dinge, wo sich Menschen oder Tiere und so weiter versammeln oder treffen und da eine Gefahr von ausgeht, Leuten zu begegnen, die vielleicht nicht ganz so nett sind. Das kennt jeder, gutes Beispiel, in Afrika sind Wasserstellen, da trinkt das Zebra neben dem Löwen, weil es muss. Und Tiere lassen sich dann sogar teilweise mal in Ruhe, wobei auch im Wasser sind dann Krokodile, die dann den Löwen fressen. Ihr könnt euch einfach in so einer Situation nicht mehr sicher sein, was euer Umfeld tut. Und auch eine Aufmerksamkeit, was sein Umfeld angeht und so weiter, ist wichtig, dass ihr, das ist auch eine unbewusste Schulung, sage ich mal, die mit der Zeit stattfindet, dass ihr immer irgendwie hören, sehen und so weiter, was passiert um euch rum, und das sind einfach Sachen, die sind wir nicht mehr gewohnt. Und das ist so meine Meinung zu dem Thema, sich diese Dinge beibringen und warum ihr das einfach probieren müsst. Es gibt Regierungen, zum Beispiel Schweden, die diese Sachen aktiv fördern, die sagen, ey, pass auf, macht doch da Kurse, lernt das, probiert das, geht mit euren Kindern raus und zeigt denen, dass so ein Wald hier einen nicht unbedingt umbringt, wenn man weiß, wie man mit dem Wald leben kann. Mit dem Wald leben. Nicht gegen den Wald oder so viel erstmal zum Grundgedanke, was passiert, wenn bei uns irgendetwas ist, wofür wir diese Sachen brauchen, die hier verschiedene Leute irgendwie auf YouTube zeigen und auch ich irgendwie zeige. Ihr müsst euch erstmal so den Grundgedanken, wofür ihr das überhaupt braucht, in den Kopf rufen, darüber nachdenken und verstehen, dass eben nicht immer alles normal ist, wovon die meisten ausgehen und was ja auch, ich sag mal, in einer normalen Situation alles super, alles schön ist, und das hat überhaupt nichts mit Panikmache zu tun. Das ist nämlich das nächste Thema, weswegen Leute Angst haben vor eben diesen Menschen, die sich vorbereiten. Sie empfinden das als Panikmache, als der sagt, da kann alles Mögliche passieren, und nee, versteht die Menschen, die das machen. Sie sind einfach Realisten, denn man kann nicht ausschließen, dass ewig Frieden ist und ewig irgendjemand nicht dahergeht und irgendjemand anderen nicht leiden kann, und es wird nicht der Fall sein, dass sich zwei Politiker, die sich nicht verstehen, irgendwo mit dem Knüppel auf eine Weide stellen, sich einfach gegenseitig verdreschen, und wer gewinnt, der hat recht. Das wird nicht passieren. Das gibt halt Kriege, weil die Leute zu blöd dafür sind, das irgendwie selber auszufechten, und andere zu blöd sind, für diese Leute eben nicht in den Krieg zu ziehen und zu sagen, weißt du was, fick dich, mach die Scheiße doch selber. Das sind so Grundgedanken, die gab es im Ersten Weltkrieg, die gab es im Zweiten Weltkrieg, und wo wir beim Zweiten Weltkrieg sind, es gibt ja auch diese Geschichte von wegen Prepper rechts und was weiß ich und Vorbereitung, und das ist so, dass viele Leute in dieser Outdoor-Prepper-Survival-Bubble, nenne ich es mal, irgendwie in eine politisch rechte Richtung tendieren. Das ist einfach so. Das ist auch so, also so habe ich das auch kennengelernt, dass der Prozentsatz von den Leuten, die in diese Richtung tendieren, in dieser Szene relativ, ich will nicht sagen vertreten, schon größer ist als in der allgemeinen Bevölkerung. Woran das liegt, kann ich nicht so genau sagen, aber das Ding ist,
die sind vorbereitet, weil sie sich damit beschäftigen. Und diese Angstgeschichte, die die Bevölkerung hat und alles für hier, alles rechts und keine Ahnung. Ja, Ängste sind was Furchtbares, was keiner haben will. Und man, wie ich am Anfang schon sagte, man neigt immer dazu, die Dinge, die normal sind, die immer da waren, wie Strom oder so, man neigt immer dazu, den Urzustand wiederherzustellen. Man sollte aber bei der ganzen Sache wirklich hergehen und sich diesen Gedanken versuchen irgendwie zu blockieren und zu sagen, okay, was mache ich, wenn das nicht geht? Und diese Leute sind leider, muss ich dazu sagen, was das angeht, in gewissem Rahmen irgendwie kompetenter vom Denken her als andere. Das Problem ist nur das, was dahinter steckt, denn diese ganzen Flitzpiepen sind dann diejenigen, die bewaffnet sind und euch überfallen, weil ihr was habt, was die haben wollen und sich mit notfalls Waffengewalt durchkämpfen und sie werden überleben. Das geht aber auch nur, weil ihr eben nicht vorbereitet seid. Das ist alles ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich will da keine Panik machen. Es ist einfach ein Gedanke, der automatisch kommt, wenn man sich mal mit klarem Verstand der Sache stellt und überlegt, was passieren kann, wenn solche Dinge da sind. Zum Thema Krieg will ich euch noch sagen, glaubt ihr ernsthaft, dieser klapprige alte Mann aus Amerika, der meiner Meinung nach überhaupt nicht handlungsfähig ist, der nur eine Marionette irgendwie da vorne, die da vorne steht, darstellt in meinen Augen. Glaubt ihr ernsthaft, dass Amerika noch weiter denkt, ja, wir müssen die beschützen? Welche Auswahl haben wir denn? Wir haben den alten klapprigen Mann, der nicht ersetzt wird, und wir haben einen anderen Präsidentschaftskandidaten, der mindestens Millionär, wenn nicht Milliardär ist und eine Vollmeise hat. Der von vornherein schon sagt, ja, soll Europa doch machen, was es will. Glaubt ihr oder verlasst ihr euch darauf, dass im Fall von irgendeinem Angriff, ob das jetzt aktuelles Thema da die Russen oder was weiß ich wer ist, glaubt ihr, jemand anderes hält den Arsch für euch hin? Das ist leider ein Fehlglaube, denn das wird nicht passieren. Wenn ihr Glück habt, kommt mal einer auf die Idee, aber wenn ihr Pech habt, stehen wir selber mit der Scheiße da. Und in Deutschland ist das Problem, seit Ende des Kalten Krieges ist alles abgerüstet worden. Wir haben nichts mehr, wir haben keine große Versorgung mehr, wir haben keine Pipelines mehr, die mal früher vom Atlantik durch Frankreich bis nach uns gingen, um unsere Panzer tanken zu können, die sowieso alle kaputt sind. Jetzt übertrieben dargestellt. Da ist nicht mehr viel. Und wir müssen vom Gedanken her, müssen wir davon weg, zu sagen, ja, aber wir haben doch. Ja, wir haben aber zu wenig und wir haben nicht mehr die Kapazitäten, um irgendwas aufzurüsten. Wir haben nicht mehr die Kapazitäten, um Sachen zu reparieren. Heute kam irgendwann war zu mir eine Info von wegen, der Bundeswehr gehen die Gewehre aus. Also Leute, bitte. An der Stelle noch ein kleiner Nachtrag, der mir gerade auf dem Heimweg noch eingefallen ist, hier mitten in der Pampa. Wer glaubt, die Regierung rettet euch den Arsch. Es ist so, dass Lebensmittel bevorratet werden in Deutschland. Staatlich. Die ganze Sache ist in geheimen Lagern und so weiter untergebracht. In Deutschland, quer durch Deutschland, hauptsächlich in der Nähe von Ballungsgebieten. Ja, das Zeug
Reicht aber je nach Bundesland, denn das ist mal wieder Ländersache bei uns. Es gibt ja nichts Einheitliches und Logisches. Reicht je nach Bundesland für, ja, ich sag mal so 24 bis 30 Tage im Schnitt für die deutsche Bevölkerung. Und ihr müsst euch jetzt nicht einbilden, ihr kriegt da Tortellini und was weiß ich was. Bei einer Notbevorratung reden wir von, ja, dann kriegt ihr halt ein Kilo Reis oder ein Kilo Linsen, alles was sich so wirklich bevorraten lässt. Einfachster Art. Und ja, wer in dem Monat was anderes haben will, bis auf solche Sachen, ein bisschen Auswahl, oder wer vielleicht länger als 30 Tage leben will in dem Land, der, ja, auch der beschäftigt sich vielleicht ein bisschen mit Bevorratung. Wir müssen mal mit einem realistischen Gedanken daran gehen. Und wo wir auch wieder beim Thema Waffen sind, zum Gedankengut, eine Waffe ist gefährlich und muss verboten werden. Die Waffe ist nicht gefährlich. Eine Waffe ist nicht gefährlich. Der Mensch, der die Waffe in die Hand nimmt und Scheiße damit baut, ist gefährlich. Und da müssen wir einfach vom Denken her anders rangehen. Wir müssen den Umgang mit solchen Dingen irgendwie verinnerlichen und eigentlich müsste man Spinner verbieten, man müsste Vollidioten verbieten, man müsste Leute mit bescheuertem Gedankengut verbieten, aber keine Gegenstände. Es gab schon mal eine Zeit, wo ich vorhin so bei komischen Parteien und Richtungsdenken war. Es gab schon mal eine Partei in den 30er Jahren, die eine mit Ängsten und Sorgen geplagte Bevölkerung hatte und genau das gelabert hat, was die hören wollten. Die gibt es heute auch wieder mit steigenden Zahlen. Sie werden zunehmend gewählt und man muss sich mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die nachher auch Sachen gemacht haben, die sie vorher nicht gesprochen haben. Und das ist ja heute genauso. Wer von euch kann sagen, eine Partei, die gewählt wurde, hat dann genau das umgesetzt, was sie vorher versprochen hat? Und ja, man muss sich ja mal einen Kopf drum machen. Eigentlich sind die Politiker dafür da, die gewählten Politiker, die jetzt momentan an der Macht sind, um den Willen vom Volk möglich zu machen und umzusetzen in einem Maß, das möglichst wenig Leuten wehtut, aber sie sind eigentlich nur dafür da, um den Willen vom Volk einen Sprachrohr nach außen zu geben und ein Leben in unserem Land so möglich zu machen, wie wir als Einwohner das wollen. Was aber im Moment viel eher stattfindet, ist eine Bevormundung der Bevölkerung. Nehmen wir mal ein Beispiel, was gar nichts mit diesem ganzen Kram zu tun hat. Nehmen wir mal dieses Cannabis-Gesetz. Es sind sehr viele Leute dafür gewesen, die halt das Zeug konsumieren und ein Recht sehen, dass sie das tun, und was auch gar nicht, in meinen Augen gar nicht verkehrt ist, weil hier, ich sag mal, seit dem 1.4. ist bei mir die Welt nicht untergegangen, wie es die CDU prophezeit hat. Ich habe auch keine kiffenden, marodierenden Horden auf der Straße gesehen. Ich habe damit keinen Stress. Dann, wer kiffen will, soll es machen. Wir besaufen uns auch, was eigentlich die schlimmere Droge ist, gesundheitlich gesehen, und was hier anerkannt ist. Wir haben ja in Bayern schließlich eins der größten Drogenfeste Deutschlands, wenn nicht sogar Europas oder der Welt, weiß ich nicht, wo sich Leute dann daneben benehmen, alles vollkotzen und Schlägereien anfangen und unter Alkohol, also auch unter einer Droge. Aber die gewählte Partei hat das getan, was das Volk wollte, zumindest ein großer Teil. Wir reden immerhin von, weiß ich nicht, 4, 5 Millionen offiziell, wahrscheinlich noch mehr inoffiziell,
die das Zeug konsumieren wollen, habe ich keinen Stress mit. Ich habe noch nie irgendwo so einen aggressiven Kiffer gesehen, der jeden da beleidigt und vollkotzt und keine Ahnung. Habe ich keinen Stress mit. Aber das war jetzt auch nur mal ein Beispiel dafür, für was die Politik eigentlich da sein sollte. Das Problem sehe ich dann eher darin, dass niemand in der Lage ist, da irgendwie mal ein durchdachtes Gesetz rauszuhauen, was von vorne bis hinten funktioniert. Das gab es früher mal. Mittlerweile wird dann einfach irgendwas rausgeschmissen, damit die Leute die Fresse halten, und das ist weder durchdacht noch sonst was. Es gibt keine legalen, geregelten Abgabestellen dafür, es keine Steuereinnahmen somit auch dafür. Warum nicht? Wenn man jetzt diese Verbotspolitik dahinter sieht, ob das jetzt diese Cannabis-Geschichte ist, ob das Messer sind, wie gesagt, nur Beispiele. Verbotspolitik bringt einen nicht wirklich weiter, denn das Problem ist eigentlich, dass wir niemanden haben, der den Kram kontrolliert. Sonst hätte es auch keine Messerstechereien in Waffenverbotszonen gegeben. Sonst würde es auch keine illegalen Drogen geben, weil alles kontrolliert würde und so weiter. Das Problem sind nicht die Verbote, und wir brauchen auch nicht mehr Verbote, sondern wir brauchen eine geregelte Kontrolle, eine funktionierende Kontrolle von der ganzen Sache. Oh, jetzt bin ich böse, jetzt sage ich, oh, mehr Polizei. Ja, sage ich, denn unsere Gesetze sind dafür da, um sich daran zu halten, und auch ich als, ja, ich sag mal, politisch neutral und rechts für bescheuert haltender sage, wer hierher kommt und Hilfe kriegt und nicht in der Lage ist, sich an hiesige Gesetze zu halten, der geht halt wieder. Jetzt habe ich natürlich was ganz Böses gesagt in manchen Leutes Augen, aber das ist mir so ziemlich egal. Ich sagte Real Talk und Realismus, und das ist nun mal so. Verbotspolitik hatten wir früher schon mal, das hat auch nicht so ganz gut funktioniert. Ich würde euch einfach bitten, diese ganze Szene, Outdoor-Survival-Geschichten und so weiter nicht zu politisieren, denn in erster Linie hat diese ganze Geschichte mit Prepper, mit Outdoor-Survival und so weiter mit Politik gar nichts zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass ihr klarkommt, wenn mal was ist. So und nicht anders. Und wenn man dann natürlich immer weiter eingeschränkt wird und so weiter durch Verbote und gefühlt einem gar keine Mittel mehr bleiben, um sich irgendwie vielleicht mal draußen zu ernähren oder seine Familie, sein Heim irgendwie auf irgendeine Weise zu verteidigen oder so, dann es sind ja mittlerweile sogar Bücher, die verboten oder eingeschränkt oder wo der Zugang eingeschränkt wurde. Es gibt sogar Bücher, die, ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema, ab sofort ist es verboten. Es fehlt nur noch, dass wir die Bücher verbrennen. Geht einfach mal mit einem klar denkenden Kopf an die Sache ran, die ich euch jetzt überspitzt gesagt habe. Denkt mal einfach mit einem klaren Kopf darüber nach, ob der Asi da vielleicht mit irgendwas recht haben könnte. Und ich sage euch gleich, wer mich jetzt irgendwie in irgendeine Ecke reindrängt, der kann mich mal am Arsch lecken. Ich habe weder was mit rechts, mit links noch mit sonst was zu tun. Ich habe da auch keinen Bock drauf, weil wie gesagt, ich schränke meine Birne nicht mit irgendeiner Richtung ein. Ich bin ganz froh, dass ich ein funktionierendes Gehirn habe, und das will ich auch in jede Richtung ganz gerne benutzen. Und ja, genau genommen ist es ja nicht meine Richtung, wenn ich einfach sage, denkt nach, auch über Sachen, die euch nicht gefallen. Denkt nach über Sachen wie, komme ich damit klar, wenn ich jetzt auf einmal hier draußen ein Reh essen muss? Das kommt nicht aus dem Regal, es fällt drin, da sind komische Sachen drin und das muss da raus. Und
es lohnt sich, mit diesem Kram zu beschäftigen. Ganz abgesehen davon, was irgendwelche Leute in Berlin, in Washington, in Moskau tun oder sonst was. Und das ist einfach was ich sagen muss, wenn wir das Thema Prepping und Survival behandeln, dann wird dieser ganze Scheiß, den ich jetzt hier gelabert habe, kein Thema mehr sein. Denn dann zeige ich Sachen, die für den einen oder anderen eklig oder was weiß ich was sind. Dann zeige ich realistisch Dinge, die ihr da draußen vielleicht benutzen könnt, wie jetzt diese Fischfallen-Geschichte und so weiter, um irgendwie euch, eure Familie oder von mir aus auch gemeinschaftlich eure Nachbarn oder so als Gruppe, die sich bildet, um zu überleben. Sowas soll es ja auch geben, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt, um klarzukommen. Und mit dem Gedanken müsst ihr an das ganze Thema ran. Wer bis hierhin jetzt gekommen ist, dem gratuliere ich, denn ihr habt erst jetzt verstanden, dass das alles, was ich jetzt euch gesagt habe, natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, absichtlich ist und ich das nur gemacht habe, um euch vor Augen zu führen, diese Scheiße kann passieren, sie kann wieder passieren, denn wir hatten so vieles schon. Wir hatten Notsituationen, wir hatten Inflation, wir hatten Hunger, wir hatten Kriege. Es war alles schon mal da und der ganze Scheiß wird auch irgendwann zurückkommen. Und da müsst ihr nicht mal schuld dran sein. Aber ihr steckt dann in dieser Situation und müsst da klarkommen. Und das ist der Moment, wo es dann sich entscheidet, sagt er sich, oh, Fleisch gibt es im Regal, alles andere ist und eklig, oder seid ihr diejenigen, die sagen, okay, in der normalen Situation brauche ich den Kram nicht, aber ich lerne es trotzdem, falls das Fleisch mal nicht mehr im Regal liegt oder das Wasser aus der Wand kommt, um zu lernen, wie komme ich trotzdem klar. Und das ist was, worüber wir uns unterhalten beim Thema Survival und Prepping. Ihr geht jetzt da mal auf diese komische Seite da vom Bundesamt für, ne, und besorgt euch mal dieses komische Heftchen und guckt erstmal, was da überhaupt drin steht und ob das Sinn macht. Das ist nur ein Anfang, ganz klar. Man kann sich spezialisieren bei solchen Sachen, man kann mehr machen, aber es ist ein Anfang und es ist definitiv was erstrebenswert ist, dass jeder irgendwie mal was zu Hause hat, damit seine Frau oder sein Kind nicht verhungert. Um es ganz offen und ehrlich zu sagen. Hört auf, euch die Welt gut zu reden und zu sagen, solche Sachen passieren nicht und Panikmache und es hat mit Panik nichts zu tun, das ist Logik. So, in diesem Sinne sage ich euch jetzt einfach mal, viel Spaß beim Nachdenken, bis zum nächsten Mal.